Ich kann sehr individuell planen, ich kann auch persönlich meine Dinge planen und es wird vor allen Dingen auch in Time produziert und aufgebaut. Das heißt, ich weiß genau, wann ich das Haus beziehen kann, in welcher Qualität. Das ist für mich unschlagbar und ich habe auch schon konventionelle Häuser gebaut, ist mit nichts zu vergleichen. You got dreams that are meant for you. I hope I never leave your mind. Also die Geschichte ist eine sehr interessante. Wir haben uns irgendwann mal in Hufhäuser verliebt wegen dieser tollen Architektur und dieses Glas oder dieses Licht durchfluteten Raumes und so weiter. Das haben wir richtig schön gefunden. Und dann kommt der Punkt, wo stellt man so ein Haus hin? Wie plant man das? Und wir haben schon angefangen zu planen. Dann haben wir ein Grundstück gesucht und das war gar nicht so einfach, weil das Grundstück kann ja nicht in einer Reihenhaussiedlung sitzen. Es muss ja ein schönes Grundstück sein. Und wir haben gesucht. Und irgendwann kam dann die Option, ein gerade fast neu gebautes, 4 Jahre altes Haus zu kaufen. In einer wunderschönen Umgebung. Und dann haben wir dieses Haus spontan gekauft. Und das war eigentlich der Glücksfall, den wir hatten. Und wir haben also ein Hufhaus gekauft und wir haben es nicht gebaut. Also das Hufhaus selber ist von einer extrem hohen Qualität. Wir haben also gesehen, dass wir hier ein besonderes, wie schon lichtdurchflutetes Haus haben, mit einer besonderen Architektur. Auch gerade diese Arthäuser, die beiden Dächer so ein bisschen auseinander haben, also sehr besonders. Und was ich sehr interessant fand, ist, es gibt 2 Dinge, die mich total begeistern. Auf der einen Seite der Schallschutz. Also man hört wirklich nichts, wenn man hier in verschiedenen Etagen ist. Der Trittschutz ist super, es ist sehr, sehr leise. Auch selbst wenn unten jemand laut redet, hört man es in anderen Etagen nicht. Und der zweite Punkt, den ich fast noch interessanter finde, an diesem Haus kann man wirklich sehr viel auch Smart Home-mäßig einbauen. Man kann einige Dinge ändern, ohne jetzt groß in diese Architektur des Hauses einzugreifen. Und man kann einfach so bestimmte vorhandene Kanäle nutzen, man kann das Haus zum Smart Home umbauen und das haben wir hier gemacht und das war sehr, sehr einfach möglich. Das wäre mit einem konventionellen Haus, hätte das niemals so geklappt. Das war ganz interessant. Das Haus haben wir ja gekauft, das war recht geschlossen, also untypisch für ein Hufhaus. Und wir haben gesagt, wir lieben eigentlich dieses Freie, dieses Offene und haben hier Wände rausgenommen. Und da hat Huf uns sehr geholfen, indem die im Prinzip versteckt noch Stahlträger eingezogen haben, die man nicht sehen kann. Wir haben architektonisch ein paar Dinge verändert und wir haben das Haus wieder so umgestaltet, wie es eigentlich ein typisches Hufhaus ist, mit sehr viel Licht, mit sehr viel auch so, dass man im Prinzip so Sichtachsen hat, die man machen kann. Und das war eigentlich im Prinzip das Entscheidende. Und da ist das Hufhaus perfekt. Es gibt so einige Momente, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank ist es ein Hufhaus und Gott sei Dank haben wir es mit Huf gemacht. Wir hatten hier so 1, 2, 3 technische Themen, also mal eine Tür, die klemmte oder sowas. Das ist einfach ein Anruf bei Huf und dann kommen Techniker, die im Prinzip wissen, was sie tun. Sie haben die Scheibe entfernt, haben eine neue eingebaut, solche Themen. Das war also gerade so das Thema, wenn man ein Hufhaus hat und dann sind halt die Techniker oder auch die Ingenieure extrem hilfsbereit. Man hat es auch gemerkt, diese Freundlichkeit, diese Offenheit und auch selbst wenn, und das haben wir hier, das Haus ist jetzt fast 30 Jahre alt, was man kaum glauben mag, aber selbst die Pläne sind vorhanden. Also wenn man gerade jetzt hingeht und sagt, oh, wie kann ich hier eine Leitung ziehen, oder es gab mal irgendwelche Dinge, man ruft bei Huf an, innerhalb von Stunden hat man eine Information, man hat die alten Pläne wieder, man weiß genau, welche Leitung von wo nach wo gezogen wurde, die Dokumentation ist perfekt, das hat man bei dem Standardhaus natürlich alles nicht. Wir haben hier dieses Hufhaus, wie gesagt, gebraucht gekauft und der einzige kleine Nachteil war, es hat eigentlich nur eine kleine Garage. Und man möchte gerne seine Autos, seine Fahrzeuge in der Garage stellen und wir hatten die Möglichkeit, das Nachbargrundstück zu erwerben. Und dann habe ich angefangen, klassisch zu planen. Ich habe gedacht, dann bauen wir eine Garage und können auch gleich 2, 3 Autos da reinstellen. Und mit der Planung der Garage wurde es immer intensiver. Man hat noch hier eine Idee und da vielleicht eine kleine Dusche und dann noch ein Räumchen und dieses und jenes. Und die Garage wurde immer teurer. Und da habe ich irgendwann gedacht, es macht doch gar keinen Sinn, hier eine teure Garage hinzusetzen. Es ist doch vielleicht viel einfacher, ein Haus hinzusetzen. Das haben wir auch noch konventionell geplant. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt und habe gesagt, ich schaue doch mal bei Huf nach. Und habe dann, und das war das Interessante, habe also mit Huf selber, auch mit den Architekten, dann ein Haus entwickelt, was teilweise jetzt Garage ist,
aber teilweise auch Haus. Das heißt, dieses Haus kann ich sehr einfach umrüsten. Es ist im Moment so, dass da jetzt einige Autos reinpassen, auch eine Einliegerwohnung drin steht, aber es ist mit relativ wenig Aufwand zu einem normalen Haus umzurüsten. Und damit habe ich natürlich einen riesigen Vorteil. Ich habe ein Haus gebaut zu überschaubaren Kosten. Okay, ein Haus kostet Geld, aber überschaubare Kosten. Aber auf der anderen Seite ist das Investment nicht verloren. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine Möglichkeit, wenn ich sage, die Garage brauche ich in dieser Form nicht mehr, dann kann ich die sehr einfach umrüsten. Und das war das Entscheidende, warum ich mich für ein Hufhaus entschieden habe. Und auch was spannend war, ist, ich habe mich dann hingesetzt und das ist diese Rasterform bei Hof. Ich habe mich selber erstmal hingesetzt, habe überlegt, wie könnte dieses Haus eigentlich aussehen? Welche Größenordnung, wie baue ich es, wie plane ich es? Und habe dann erstes Gespräch mit den Architekten geführt, die natürlich mit viel besseren Ideen kamen. Logisch. Ich hatte natürlich nicht so weit gedacht, dann kamen die Architekten, haben dann die andere Ideen kreiert. Was entstanden ist im Prinzip ein schönes, tolles Einfamilienhaus, was jetzt 2 Garagentore hat, wo man die Autos reinfahren kann. Aber diese Garagentore kann ich sehr einfach ändern und kann da Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, alles einrichten, weil alles ist vorbereitet. Also die Idee ist im Prinzip sehr einfach entstanden. Wir hatten hier ein Haus, ein Smart Home, wo sehr viel Technologie und sehr viel Intelligenz auch eingebaut ist. Also es gibt ganz viele tolle Beispiele, was so ein Haus auch kann, dass es die Heizung runterschaltet, wenn man das Haus verlässt oder was weiß ich. Also es gibt viele, viele Dinge, die man machen kann. Und ich habe da mit Sicherheit ein Faible für. Und dann kam Folgendes, da wurde das zweite Haus gebaut und ich habe gedacht, warum soll ich das Gleiche nochmal machen? Technologie ist hier, die Server stehen hier. Also habe ich Glasfaser und Leerrohre in das andere Haus gelegt. Das hat 2 Vorteile. Auf der einen Seite steuere ich im Prinzip beide Häuser mit der gleichen Technik, mit der gleichen Intelligenz. Also sie sind miteinander verbunden. Und die zweite Sache fand ich noch interessanter. Das eine Haus hat Glasfaser, das andere hat Kupfer von unterschiedlichen Anbietern. Und ich bin sehr auf Internet angewiesen. Und wir haben es so intelligent geschaltet, dass wenn einer der beiden ausfällt, sofort das andere uns umschaltet. Also es ist im Prinzip so, sollte irgendein Internetprovider gerade ein Problem haben, schaltet der andere sich zu. Wir haben immer die schnellste Geschwindigkeit und das sind die beiden Häuser auch miteinander verbunden. Auch technisch ein bisschen aufwendiger, aber das ist natürlich für mich extrem wichtig, höchstmögliche Sicherheit zu haben, dass ich immer erreichbar bin, immer in Videokonferenzen gehen kann und so weiter. Normalerweise hat man Respekt vor dem Hausbau. Was ich hier sehr interessant fand, war, wir haben das Haus geplant, die Kosten kalkuliert und dann passierten 2 Dinge. Das Haus wurde gebaut genau in dem Zeitraum, genau in dem Plan, den wir auch bereitet hatten. Also genau der Tag der Fertigstellung war auch der Tag, den wir 1,5 Jahre vorher geplant hatten. Und die zweite Sache war, die war noch überraschender bei einem Hausbau. Wir sind genau in dem Budget geblieben, was wir geplant hatten. Das war im Prinzip ein festes Budget vereinbart. Das Budget ist auf den Cent genau eingehalten worden. Das Haus war schlüsselfertig. Es gab keine weiteren Diskussionen. Und das macht natürlich als Bauherr einen riesen Vorteil. Man hat eigentlich viel weniger Arbeit, man kümmert sich um viel weniger, man hat einen Generalunternehmer dabei. Und dann auch noch, dass das alles in den Kosten bleibt, das fand ich natürlich faszinierend. Von daher war das die richtige Entscheidung. Also das Kaufargument war erstmal von der Optik her, dass man natürlich 2 Häuser hat, die zueinander passen. Und als wir uns dann unterhalten haben und als wir auch in die Planung gegangen sind, habe ich gemerkt, also die Ausstattung selber, das ist eine Sache von 1, 2 Tagen, man entscheidet sich für alles, die Planung war ganz gut. Ich hatte dann auch so einen 3D-Film, wo ich im Prinzip nochmal durch mein virtuelles Haus fliegen konnte, überlegen konnte, habe ich auch an alles gedacht, ist da die richtige Steckdose, muss ich das so bauen, habe ich Licht genug? Also diese Möglichkeit über dieses Tool, was Huf mitgeliefert hat, auch wirklich das Haus nochmal für mich selber durchlaufen und reinzugehen, von außen zu schauen, Dinge zu verändern, das hat mir extrem Spaß bereitet. Was ich gemerkt habe, ist, dass wir bei einem Hufhaus, und das ist hier bei diesem etwas 28 Jahre alten Hufhaus, dass der Wert dieses Hauses eher gestiegen ist. Das heißt, man hat irgendwo ein Markenprodukt mit einem gewissen Wert. Es gibt auch eine Klientel, die genau diese Häuser auch sucht oder sich für Häuser interessiert. Und ich habe gemerkt, sowohl bei dem alten Haus, dass der Werterhalt sehr hoch ist, weil die Stabilität, auch die Qualität eines Hauses, was nahezu 30 Jahre alt ist, sieht so aus, als wäre es vor 2 Jahren gebaut worden. Also von der Technologie her. Bei dem neuen Haus ist es so,
dass ich natürlich gesagt habe, wir bauen dieses Haus und ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann das nachher separat veräußern, ich kann dieses Haus ziehen. Ich habe ja im Prinzip ein zweites Haus mit einem Werterhalt, der deutlich über dem eines normalen Hauses steht. Weil ich weiß, Hufhaus hat eine gewisse Qualität, Hufhaus bietet eine gewisse Leistung und dadurch habe ich mir auch, oder verspreche ich mir auch, dass der Werterhalt deutlich höher ist als zum Beispiel bei einer Garage. Bei der Garage wäre, glaube ich, das Investment komplett verloren. Bei einem Haus ist es nicht so. Also Hufhaus würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und es gibt ein paar Kriterien, die ganz wichtig sind. Also erstens mal, dass man eine Qualität bekommt, die auch langfristig hält. Zweitens, dass ich weiß, was das Haus kostet. Ich weiß vom ersten Tag an, was die Kosten sind. Es sind keine versteckten Kosten mit dabei. Ich kann das sehr individuell planen und es wird vor allen Dingen auch in Time produziert und aufgebaut. Das heißt, ich weiß genau, wann ich das Haus beziehen kann, in welcher Qualität. Das ist für mich unschlagbar und ich habe auch schon konventionelle Häuser gebaut, das ist mit nichts zu vergleichen. Need a little more time here. We just need a little more time. We just need a little more time.